Wunderschönen guten Morgen, ich habe die Nacht überlebt. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Hanjo geht's auch gut? Der ist sogar fitter als ich gerade. Deswegen hat Hanjo auch gerade schon angeboten, dass er mein Gepäck einfach tragen möchte zusätzlich. Gar kein Problem, gar kein Problem. Das nimmt dir keiner ab. So. Die ersten Schritte des Tages sind getan. Wir sind fast in Granion angekommen. Ja, und mir geht's eigentlich akzeptabel gut. Ich bin eigentlich ein bisschen positiv überrascht bis jetzt. Und ja, hoffe, dass es so bleibt. Noch ist die Kraft da. Halbwegs. Schauen wir mal, wie das in ein paar Stunden aussieht. Dann könnte das auch anders sein. Mal sehen. So, erste Pause des Tages ist vorbei. Geht eigentlich ganz gut. Vielleicht bleibt das ja so. Boah, manchmal, und das kennt ihr vielleicht, gibt das so, ja, so ganz leicht Bergabwege. Und da läuft man, da fliegt man einfach runter. Das ist so fantastisch. Überhaupt keine Anstrengung und man rennt ja einfach mit 7 km/h runter, weil das so leicht runterfällt hier. Mega gut. So kommt man natürlich auch voran. Das kommt mir jetzt zugute, glaube ich. So, Prost, ihr Säcke. Grüße in die Heimat. Was soll er machen? Mach mal vor. Domingo García, Santo Domingo de la Calzada, nació en Viloria del Rioja. Los Vilorianos le deseamos buen camino. 1019 bis 1109. Alter, 90. Nicht so schlecht. Ja,
Ist ja jetzt erst der 4. oder 5. Tag in Folge, wo es sich pünktlich um 15 bis 16 Uhr langsam zuzieht, Regen und Gewitter aufkommt. Also im Hintergrund kann man es vielleicht sehen ein bisschen. Ja, ich glaube, so lange dauert das nicht mehr. Ich weiß nicht, was in Spanien los ist. Was soll der Scheiß? Wo ist die Sonne? Manchmal ist sie ja da, ne? Aber dann halt auch wieder nicht. Und immer dann, wenn man seine Wäsche gerade gewaschen hat und trocknen lassen möchte, ja, dann geht die Sonne weg und dann kommt das da wieder. Ja, jeden Tag die gleiche Scheiße. Ich kriege meine Wäsche überhaupt nicht richtig trocken. Das sieht heute schon wieder so aus. Was soll das denn? Da stinke ich halt weiter, ist auch egal. Oh, wurscht. Oh, tschüss. Hola, Belorado. Ja, ich bin in der Herberge angekommen, habe mich natürlich geduscht und alles gut soweit. Aber in den Pool geht es für mich heute nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee mit der Erkältung. Da werde ich heute mal drauf verzichten, ist aber auch nicht schlimm. Ja, wir haben nachher Essen hier in der Herberge, auch ganz entspannt wird das. Bisschen teurer, als ich alles gedacht habe, aber ich habe es mir fast gedacht eigentlich. Ne? Dass es nicht mehr so günstig ist wie 2020 oder sogar davor, irgendwie klar. Oh, passt schon, wird schon irgendwie. Jetzt gibt es ein Nickerchen, dann bin ich wieder fitter. Hoffentlich. Vielleicht. Schauen wir mal. Machen Sie ein Video oder was? Stehe ich im Weg oder was? Oh, he's taking a picture. Ja. Hallo, na? Willst du mir nichts Böses? Nein, man kann sich eine Sache merken. Hunde, die wirklich ein bisschen aggro sind, sind meistens eigentlich angekettet. Tja, der Nachbarshund mag Pilger gerne. Warum wohl? Weil sie viel das Bäuchlein krault. Weil, ja, so viel das Bäuchlein gekrault kriegen, nicht? Und hin und wieder gibt es noch mal einen Snack ab. Da lebt sich's doch ganz gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich starte in den nächsten Tag. Laufe gerade los, heraus aus Belorado. Und heute geht es für mich, wohin geht es eigentlich? Weiß ich noch nicht genau. Diesmal könnte die Herbergsituation ein bisschen knifflig sein, denn mein eigentliches Ziel, da gibt es glaube ich nur eine Herberge. Also 1,5. Und naja, da wollen wahrscheinlich alle hin. Also mal sehen, wie es läuft. Vielleicht laufe ich einfach ein Dörfchen weiter. Vielleicht laufe ich nicht nach San Juan de Ortega, sondern nach Arrest. Schauen wir mal. Ansonsten geht es mir gut. Ein bisschen frisch, kühl heute Morgen natürlich noch. Dadurch, dass die Temperaturen in Spanien hier noch nicht so unglaublich hoch waren, ist es halt morgen meist noch frisch. Aber gut, ein bisschen Bewegung hilft da einfach, würde ich mal sagen. Ja. Auf geht's!
Ja, es ist 8:45. Ich bin die ersten 2 kleinen Dörfer habe ich schon passiert. Es gab jeweils keine Bar, beziehungsweise die Bar hatte noch nicht auf. Das ist schlecht, wenn man mal muss. Ich sag's euch. Das ist echt schlecht. Das ist der Moment, wo man denkt, Mist, scheiße, Kacke. Aber irgendwann kommt eine Bar. Und die hat dann auch schon auf. Und die ist dann Gold wert. Und ich habe beschlossen, dass das im nächsten Dorf der Fall sein wird. Ja? In Espinosa del Camino gibt es einen Kaffee für mich und eine Toilette. 100%ig. Und wenn nicht, schließe ich halt mal den Laden auf. Das ist die Alternative. Andere gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt keine Verhandlungen mehr gleich. Naja. Ja, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich merke noch, dass ich nicht 100% fit bin durch die Erkältung. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, es wird irgendwie funktionieren. Und wenn ich das erstmal richtig auskuriert habe, bin ich ein richtiges Tier. Ja, also immer positiv bleiben, dann läuft das auch alles. Dann läuft das alles wunderbar. Ja, war gefunden, alles erledigt. Jetzt gibt's ein Käffchen. Jawollo. Darauf freue ich mich schon seit 2 Stunden. Mmh. Ah, herrlich. Ja, so lässt sich doch gut leben. Unbeschwert wieder, alles wunderbar. Dann kann man die restlichen 20 Kilometer auch noch machen. So, und weiter geht's. Die erste Pause ist vorbei, Kaffee ist drin. Und dann kann der Tag jetzt richtig starten. Ja, rückblickend, 3 Jahre zuvor war quasi heute mein schlimmster Tag, weil dort meine Blase richtige Probleme gemacht hat und danach aufgeschnitten werden musste. Na gut, soweit bin ich heute nicht. Das passiert mir dieses Jahr so in dieser Art und Weise auch nicht nochmal. Das wird mir auch nie wieder passieren, so etwas. Man lernt ja aus seinen Fehlern, nicht? Ja. Die Sonne ist draußen, es ist langsam auch schon relativ warm. Ja, warm genug auf jeden Fall. Und dementsprechend ist alles fein. Hier wird nichts zu meckern hier. Auf die nächsten Meter. Ach, Landstraßen sind immer so richtig schön. Woo! So, jetzt geht es einmal ganz tief runter, damit wir wieder ganz hoch hinauskrabbeln können. Ist ja klar, ne? Wie die Ameisen. Ne, ist wirklich so. Hier vor mir große Grube und danach Hügelchen. Krasse Steigung, das habe ich noch gut in Erinnerung. Ja. Muss ja trotzdem gehen, ne? Dann lassen wir es einfach mal langsam angehen, wie immer. Und dann schaltet man im Verlauf einfach immer einen Gang hoch, wenn es denn geht. Nichts leichter als das.
So, der Gänsehügel ohne Gänse wurde natürlich erfolgreich überwunden, ist ja klar. Ja, und jetzt bin ich auf der Weg einfach weiter hier durch diese teilweise bewaldete Passage, nenne ich es mal, weil wir haben ja auch immer wieder so offene Flächen, wie ihr gerade hier seht. Dieses Schneisen. Ja, irgendwann kommt sie, glaube ich, noch, die kleine Oase des Glücks. Hoffentlich. Drückt mir mal Däumchen. Ich hätte Bock auf ein Kaltgetränk jetzt und verdient habe ich es mir auch. Also, ist meine Meinung zumindest. Und nur die zählt eigentlich. Alles andere ist scheißegal gerade. Das ist ja das Geile auf dem Camino. Du kannst jederzeit das machen, worauf du Bock hast, ohne dass hier irgendeiner irgendwas kann. Voll gut. Ja. Ich halte die Augen offen. Und wenn ich die Oase sehe, ihr werdet es wissen. Ich denke, für die Leute, die schon mal auf dem Camino waren, die werden das sicherlich kennen. Aber es gibt immer wieder so besondere Momente. Und die sammelt man dann von Camino zu Camino, wenn man in mehrere geht. Und die sind einfach wunderbar. Da kann man gar nicht so ganz viel zu sagen, außer dass man die irgendwie, also ich behalte die für mich. Habe ich noch nie einem erzählt. Geht auch gar nicht, weil wird eh kein Mensch verstehen. Sind so weit ab von all den Normen, von all den Dingen, die man als gegeben ansieht, dass es nicht glaubwürdig klingt. Aber es gibt einfach kleine Momente, die sind richtig geil. Und die behält man für sich. Das will ich damit eigentlich nur sagen. So einen hatte ich gerade. Ach ja, und wir sind dann auch 200 Kilometer durch die Gegend gelaufen mit ein bisschen Schmerzen oder so. Also auch wieder total scheißegal. Wirklich. Ich bin ja genau hier, um diese Momente zu sammeln. Gute Momente zu sammeln. Ja. Das ist fantastisch. Und das gibt dann immer auch wieder die Kraft einfach, ne? Du kannst einfach wieder weiterlaufen jetzt direkt, scheißegal. Ja. Der Sturm und der Regen und der Donner, der gleich aufzieht, der ist mir sowas von scheißegal gerade. Ja. Wenn es kommt, kommt's, wenn nicht, dann nicht. Easy as that. Easy as that. Ja. Ich gehe weiter. Immer weiter. Ja, es ist ja auch nachmittags, ne? Da kann man ja schon mal mit dem Gewitter rechnen in Spanien. Ja, 5. Tag in Folge, gleich geht's wieder los. Regen, Gewitter, kleiner Sturm. Mal gucken, was heute kommt. Fantastisch. Ja, das heißt ja, man soll bei Gewitter nicht in den Wald gehen, ne? Jetzt ist nur das Problem, dass Gewitter ist und du bist schon im Wald. Und das ist das Problem. Was machst du auf dem Camino, wenn du in einem 15 Kilometer langen Wald bist, wenn es gewittert? Ah, weiterlaufen. Ach, ich sehe da hinten schon. Ich glaube noch 200-300 Meter. Na, 500-600. Dann bin ich in San Juan de Ortega angekommen. Jo. Und bis dahin trifft mich jetzt auch kein Blitz mehr. Alles gut. Es donnert ja auch schon seit einer Stunde. Na, 3/4 Stunde. Gut.
Aber wäre geil, wenn ich wenigstens nicht nass werde noch. Sieht schon ein bisschen böse aus da oben. Na ja. Egal. Vielleicht noch eine kleine Erinnerung am Rande. Vor 3 Jahren, als ich das erste Mal hier war, hatte ich hier an diesem Tag diese unfassbar fürchterliche Blase und konnte gar nicht mehr laufen. Hatte auch kein Geld und kein Tabak und nichts mehr. Und dann habe ich hier das erste Mal gezeltet. Mit 4 Leuten. Weil ich habe im Zelt von David, dem Tschechen, geschlafen. Ohne Unterlage, ohne alles. Aber egal, ich musste irgendwo schlafen. Herberge hier war natürlich voll. Ne? Und jetzt stehe ich wieder hier und diesmal habe ich eine Herberge und keine Blase und alles ist gut. Aber es ist trotzdem eine schöne Erinnerung an die Zeit. Ach, was war das herrlich gewesen da. So, Tag 12 geht auch zu Ende. Ich mache noch ein kleines Päuschen, dann geht's gleich ins Bett. Morgen geht's nach Burgos, freue mich drauf. Hier in San Juan de Ortega, dem Ort des Leidens von vor 3 Jahren. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 12, heute geht's nach Burgos und mehr erzähle ich jetzt noch nicht. So, ich bin im ersten Dorf angekommen, in Aches. Übrigens eines der Dörfer, was ich noch nie gesehen habe. Nur kurz Info am Rande. Naja, und ich schaue mal, ob hier vielleicht ein Café auf hat. Ich habe Hunger und einen Bock auf einen Kaffee. Das sieht gut aus da hinten. Das sieht gut aus. Ich höre schon Stimmen. Gute Stimmen aus dem Café, nicht irgendwelche komischen im Kopf. Entschuldigung, falls das jetzt falsch angekommen sein sollte. War aber jetzt auch eine Steilvorlage, ne? Ja, hätte ich auch verwendet, wirklich. So, weiter geht's. Frühstück ist inhaliert worden. Auf nach Burgos. Ja, ein Aufstieg am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mir geht's halbwegs gut. Bei den Anstiegen merke ich das immer noch richtig, dass ich ziemlich wenig Luft kriege und nicht fit bin. Ansonsten habe ich eigentlich keinerlei größere Einschränkungen, ehrlich gesagt. Aber wenn es hochgeht, dann schon, dann merkt man es.
Richtig schön hier. Gute Ecke. Tadadada. Endlich nimmt die Reise für diesen Stein ein Ende. Den habe ich hier aus Friesland aus dem Watt ausgegraben. Und jetzt gefühlt 8000 Kilometer hierher geschlagen. Jetzt findet er sein Ziel. Da ich den Scheiß bestimmt nicht mit zurücknehmen, muss ich den jetzt hier hinschmeißen. Amen. In nome di Padre e Filii Die Spiritus Sancti. und Spiritus Schnaps. Spiritus. Nebelkerzen Spiritus. Pivo. Wuhu! Das erste Kreuz aus dem Hügel ist erreicht. Mega gut. Ich bin hier oben hinter Atapuerca auf dem Hügel. Ja. Das erste Drittel haben wir, glaube ich. So ungefähr. Kurze Pause. Irgendwo oben No one believes in. an so einem fetten Kreuz. Hinter Atapuerca. Fantastisch hier. You can figure it out and like there are always This is Peyton, by the way. different Ja, ich stehe hier im kleinen Labyrinth oben auf dem Berg hinter Atapuerca, ne? Sehr geil. Dann machen wir uns mal wieder einen Abstieg, würde ich sagen. Let's go, check it out. So, ihr habt es ja vorhin gesehen, Burgos war schon in Sichtweite. Und jetzt geht es hier noch ein bisschen weiter auf Asphalt. Über die Straße immer weiter Richtung Burgos. Gerade aktuell nicht mehr sichtbar, weil ein Hügel im Weg ist aber nicht schlimm. Ich habe mal schon mal auf die Karte geguckt, das wird gleich eine relativ lange Strecke durch ein Industriegebiet oder so. Kennen diese Strecke, diesen Streckenabschnitt ja noch nicht. Ich muss mich also auch überraschen lassen, was passiert. Aber so besonders schön wird es bestimmt nicht. Hier ist es aber ganz besonders schön gerade noch. Ja, herrliche Landschaft überall. Überall. Immer weiter, immer weiter, immer fort. Ab nach Burgos. Ja. Wollt ihr mal Hanjo singen hören? angry tree. Everybody is slipping over the edge. Everybody is... Ja, der Flughafen ist erreicht, wie ihr seht. So, kurz vor Logroño. Gerade den großen Autobahn-Kreisverkehr. Burgos, nicht Logroño. Ja, Burgos meine ich doch, sag ich doch. Kurz vor Burgos immer. So, der Autobahn-Kreisverkehr ist bewältigt hier. Und dann suchen wir uns gleich den kleinen Weg zum Fluss. Um dann den schönstmöglichen Einlauf zu haben.
nach Burgos rein, ne? So, angekommen am Fluss in Burgos. Jetzt sind es noch ein paar hundert Meter oder was bis zum Zentrum. So, ich bin in Burgos angekommen und habe mich gerade von Hanjo verabschieden dürfen. Der wird jetzt die Rückreise nach Deutschland antreten. Der hat sozusagen heute hier in Burgos sein Ende gefunden. Ja, und ist gerade auf dem Weg zum Bus Richtung Bilbao, um dann morgen von dort zu fliegen. Das heißt, für mich geht es jetzt einfach wieder alleine weiter, ne? So wie gehabt. Aber so viel habt ihr von Hanjo jetzt ja auch ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Ne? Ist auch nicht schlimm. Die nächsten 30 Tage kriege ich auch alleine rum. Ne? Nein, so weit ist es ja gar nicht mehr. Noch 500 Kilometer, 550, ne, sind wir schon da. Ganz einfach. Ja, jetzt geht es gleich ein bisschen Abendessen. Tapasstraße mitten in Burgos, das wird richtig gut. Bierchen, Tapas, mega geil. So wie Logroño auch, ganz fantastisch. Ich weiß, dass das so wird. Ich zeige euch nachher Bilder. Versprochen. Like 1 week? Me and my best friend. Oh, okay. I keep hearing like 10, 12 days. Oh, okay, okay. Look at this. Yeah. And my folks from up in Washington County, Washington Crossing. That's awesome. Yeah. No, I've been up there all the time. I drive through there. Hat euch das Video gefallen? Sehr gut. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert fleißig unter dem Video. Ich beantworte alles rund um das Thema Jakobsweg. Und wenn ihr dann noch nicht genug kriegen könnt, dann freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abonnement. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Also ran da. Dankeschön. Macht's gut.